Also bietet sich eigentlich die Tankstelle als Ort erstmal an und da einen digitalen Screen zu haben, der eben sehr aufmerksamkeitsstark ist, und ich glaube, das ist schon eine großartige Gelegenheit genau für dieses Thema gewesen. Wir sind das regional größte Verkehrsunternehmen in Deutschland, Straßenbahnen, Busse, U-Bahn in Berlin, also den Nahverkehr in Berlin. Ja, also ich bin eigentlich schon sehr, sehr lange bei der BVG, war immer irgendwie an der Kundenschnittstelle, weil mich die am meisten interessiert hat, die letzten 8 Jahre eben als Marketingchef. Ganz generell haben wir eine Kampagne aufgelegt, die uns ein bisschen jünger machen sollte, die uns ein bisschen mehr sexy machen sollte. Wir haben vor 8 Jahren ungefähr unsere Kunden gefragt, wenn die BVG ein Mensch wäre, wie sähe der aus? Und da wurde uns so bescheinigt, ja, Beamter, dicker Bauch, Glatze und so, also so wie ich aussehe halt im Grunde. Und da haben wir gesagt, naja, wir wollen eigentlich die junge Zielgruppe ansprechen, weil es ist einfach so, dass wir glauben, dass eine generelle Entscheidung für Individualverkehr oder ÖPNV so nach Abschluss der Berufsausbildung passiert. Und die hat man in Deutschland in aller Regel so mit 25, 20, zwischen 20 und 30 abgeschlossen. Dann hat man ein bisschen mehr Budget zur Verfügung, dann kann man sich entscheiden, Führerschein, Auto und so weiter. ÖPNV ist preislich günstiger als Autofahren. Der Umwelt zur Liebe sollte man eher geteilte Verkehre wählen, als eben mit dem eigenen Pkw zu fahren und. Das sind Themen, die fast weltweit gespielt werden und die weltweit vom Marketing aufgenommen werden, aber sehr rational sind. Und wir hatten das Gefühl, dass diese Rationalität wirklich dicht in den Menschen steckt. Und das ist auch nachvollziehbar. Also ich verstehe das durchaus, dass Menschen sich morgens für ihr Auto entscheiden, wenn es draußen kühl und feucht ist und der Weg zur Haltestelle möglicherweise deutlich weiter ist als zu meiner Garage. Dass die dann in so ein Fahrzeug einsteigen, ist mir schon irgendwie klar. Also haben wir gesagt, rein rational, also weil es etwas kostengünstiger ist oder weil es vielleicht weniger CO2 produziert oder sonst irgendetwas, da kriegen wir die Leute nicht, sondern wir müssen die Leute emotional packen. Und das ist der Unterschied, glaube ich, zu ganz vielen anderen. Also wir haben uns verglichen, aber wir haben festgestellt, dass die Art der Kommunikation von Verkehrsunternehmen nicht unsere Art ist. Aus dieser Markenpositionierung heraus haben wir dann im Grunde Werbung gemacht und haben gesagt, wir haben bestimmte Produkte für euch. Das Abonnement ist natürlich immer irgendwie ein Produkt, wo sich Kunden auch ans Unternehmen binden. Das haben wir natürlich sehr, sehr gerne. Und das heißt ja auch, dass diese Menschen ihre Haltung ein Stück verändert haben. Also wir wollen eigentlich die junge Zielgruppe ansprechen. Deshalb haben wir die Kampagne aufgelegt, weil wir dich lieben. Jetzt haben wir eben eine Kampagne gemacht, im Grunde zur Verkehrswende. Die Politik hat uns ja die Möglichkeit gegeben, zu einem sehr, sehr günstigen Preis eine Leistung anzubieten. Und da haben wir gesagt, diesen Moment, den müssen wir einfach nutzen und werden eine Kampagne auflegen, die eben sehr stark die Verkehrswende einleitet und die eben auch sehr stark auf Autofahrer abzielt. Gerade für diese Kampagne, wie ich es vorhin sagte, waren uns die Autofahrer wichtig. Und Framen ist eben einer der wenigen, die auf den Tankstellen vertreten sind. Und wo muss der Autofahrer regelmäßig hin? Auf die Tankstelle zum Tanken. Und da wird ihm ja auch an dieser Stelle bewusst, dass Autofahren nicht ganz preiswert ist. Wenn er da so 100 € für eine Tankfüllung bezahlt und dann genau in diesem Moment die kleine Anregung bekommt und sagt, hey, vielleicht gibt es auch Alternativen für dich. Vielleicht wäre der ÖPNV eine geeignete Alternative. Also bietet sich eigentlich die Tankstelle als Ort erstmal an und da einen digitalen Screen zu haben, der eben sehr aufmerksamkeitsstark ist und der dem Kunden eben konkret in diesem Moment, wo er vielleicht selber diesen Frust hat, so viel Geld zahlen zu müssen, ihn da anzustoßen. Ich glaube, das ist schon eine großartige Gelegenheit genau für dieses Thema gewesen. Ja, wir nutzen natürlich wirklich alle Kanäle. Wir sind multichannel orientiert. Das heißt, wir machen Out of Home, wir machen aber natürlich sehr viel in den sozialen Medien.
weil wir dort Dinge auch erklären können. Also da hat man eben viel mehr Möglichkeiten als auf einem Motiv, so wie die hier hinter mir hängen. Das sind nette Motive, das ist überhaupt keine Frage. Und die haben auch eine Aussage, aber man kann natürlich viel mehr über digitale Kanäle arbeiten. Wir versuchen aber eben auch in den Dialog zu kommen. Da helfen uns natürlich auch digitale Medien, beispielsweise eben QR-Codes oder eben eine auch sehr schnelle Veränderung der Motive herbeizuführen, damit wir immer auf den Punkt genau die Aussage treffen können, die jetzt gerade für ein Produkt, für ein Tarifprodukt oder für irgendeine Besonderheit gebraucht wird. Es gibt die Möglichkeit des Bewegbildes. Bewegbild emotionalisiert natürlich deutlich stärker als ein einfaches Motiv. Und genau das wollen wir ja. Also Marken wollen emotionalisieren, Marken wollen sich positiv darstellen, Marken wollen zeigen, wofür sie stehen. Und das lässt sich digital natürlich deutlich besser abbilden als auf einem statischen Plakat.